Hallo, ich bin der Franz Ahammer von der Firma Linea Sockelleiste, Ihr Ansprechpartner für bündige Sockelleisten. Ich melde mich heute von der Baustelle vom Alex, einem Fastnachbarn von mir, um euch die Montage der Linea Aluprofile im Ziegelmassivbau zu erklären. Der Alex baut sich da ein sehr großzügiges Haus, wie gesagt in Ziegelmassivbauweise. Ihm ist die Optik sehr wichtig und natürlich eine saubere Verarbeitung. Seiner Frau ist wichtig, dass sie keinen Staub absetzt. Bei herkömmlichen Sockelleisten hat man den Nachteil, dass man Möbelstücke nicht immer bis an die Wand stellen kann. Mitunter ein Grund, warum man sich bei dem Bauvorhaben für bündige Sockelleisten entschieden hat. Für den Ziegelmassivbau kommen prinzipiell zwei Profile zur Anwendung. Das ist zum einen das MB 6015, wenn man später eine Holzleiste einsetzen möchte. Für einen Fliesensockel gibt es das AP 3015, das wird so rum eingebaut. Eine absolute Sondersache ist das LED 6015. Das ist eine bündige Sockelleiste mit LED-Beleuchtung. Das ist eine zweiteilige Lösung und ist somit auch revisionierbar. Diese drei Profilabschnitte und einiges mehr sind im Linea Musterset enthalten, das man für wenig Geld im Linea Webshop bestellen kann. Zur Montage. Also vorweg, die Montage ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Jeder, der ein bisschen handwerkliches Geschick hat, kann sich das leicht selbst machen. Man braucht dazu eine 2,5 Meter lange Alulatten, eine Kappsäge, einen Rotationsleser und eine Kartuschenpresse. Geklebt wird mit dem Aluprofilkleber, das ist der Linea Systemkleber SK660, der auf fast allen Untergründen funktioniert. Weiters hat sich bewährt zur Montage im Ziegelmassivbau die Beilagplättchen in verschiedenen Stärken, die Holzkeile und die Stahlnägel zum Einschlagen in die Wand. Der Rohbau ist jetzt so weit fortgeschritten, dass alle Fenster bereits eingebaut sind. Elektro und Sanitär sind in der Wand und die Schlitze sind bereits schon wieder zugeworfen. Wichtig für die Montage der Linea Aluminiumprofile ist, dass die Außenwände im Sockelbereich abgespachtelt werden. Das ist wichtig wegen der Luftdichtheit des Gebäudes. Zusätzlich wird es Stellen geben, an denen erhöhter Putzauftrag gefordert ist. In dem Fall geht man davon aus, dass das Fenster zumindest 10 mm einputzt werden muss. Das heißt, wir geht da hinten die Fläche zum Kleben ab. Die bereiten wir entsprechend entweder mit Mörtel, mit Klebespachtel oder Blitzzement vor. In dem Fall habe ich das jetzt mit Blitzzement gemacht. Der ist sehr praktisch, weil man gleich wieder weiterarbeiten kann. Ich zeige euch jetzt, wie man den Laser richtig einstellt. Es hat sich bewährt, dass man für die Montage den Laser auf die Profilunterkante einmisst. In vielen Fällen stellt man den Laser dann auf FOK 00 ein. Das schaut dann so aus. Daraus ergibt sich eine 57 mm hohe Sichtleiste. Ich erkläre euch das anhand dieser Teile hier. Also in dem speziellen Fall haben wir hier FOK 00. Das wäre der Fußboden praktisch. Wir haben das Aluminiumprofil mit den 57 mm. Und da drin hat er 57 mm hohe Sichtleistenplatz. Am Alex in der Baustelle haben wir die 57 mm hohe Sichtleisten. In dem Fall haben wir gesagt, stellen wir den Laser auf FOK 00. Das heißt, ich messe vom Meterriss meine 100 cm nach unten. Und schau, ja, der Laser ist genau richtig eingestellt. So, der Laser ist jetzt richtig eingestellt. Bevor ich mit der Montage anfange, schauen wir immer noch ganz gerne die Geradheit der Wände an. Das passt in dem Fall ganz gut. Ich lege mir dann auch immer ganz gern die Alulatten daher. Die Alulatten ist 2,5 Meter lang. Das entspricht in etwa der Länge der Aluminiumprofile. Das nächste war dann, dass wir die Nägel einschlagen. Ich gehe dann immer gern ein Viertel von der Alulatten von dem Ende ein, schlage den ersten Nagel ein. Zweites Viertel von da. Und da vorne bei der Fensterleibung schlagen wir ebenfalls die Nägel ein.
Was man da auch schon sieht, der Laser ist auch genau auf 0,0. Das Fenster ist auch auf 0,0 gesetzt, wir sind da richtig. Wir setzen dann später die Unterkante vom Aluminiumprofil genau auf die Nägel auf. So, wir können uns jetzt dran machen, das erste Profil zu kleben. Wir beginnen ja bei dem Außeneck, bei der Fensterleibung. Das Eck ist jetzt nicht genau 90 Grad, sondern hat ein bisschen mehr. Also ich stelle jetzt nicht die Gärung auf 45 Grad, sondern mache ein bisschen einen stumpferen Winkel. Und ich schneide jetzt da mal die erste Gärung drauf. Auf die Schutzbrille nicht vergessen. Die Gärung ist draufgeschnitten. Wir können jetzt den Alu-Profilkleber aufbringen. Wie gesagt, der Alu-Profilkleber ist ein sehr hochwertiger Kleber. Im Vergleich zu anderen Montagekleber hat er eine sehr, sehr hohe Konsistenz, was uns wirklich dann beim Ansetzen an die Wand hilft, damit das Profil gleich einmal dort hält. Ich baue das so ein in die Kartuschen, dass diese V-Naht nach oben zeigt. Durch das erzeuge ich eine relativ hohe Kleberrappe. Den Alu-Profilkleber, den bringt man so wellenlinienförmig auf. Und wichtig ist bei dem Kleber, der hat jetzt nicht nur die Funktion, dass er das Ganze klebt, sondern der hat auch eine ausgleichende Funktion. Das heißt, alles, was wir Ungenauigkeiten an der Wand haben, wird der Profilkleber dann ausgleichen. Also nicht alles, aber bis zu einem gewissen Maß. Wenn wir gröbere Ungenauigkeiten irgendwo am Bauch haben oder was, dann wird man sich mit den Beilagplatteln weiterhelfen. So, dann. Der Kleber ist drauf und jetzt beginnt ein sehr praktischer Vorgang. Ich brauche das Ganze nur da auf die Nägel aufsetzen. Ich richte es da in etwa von der Länge her an die Stelle, wo ich es haben will, und drücke das einmal ganz vorsichtig an die Wand hin. Nur so, dass es hält. Also ich werde jetzt nicht stellenweise da stark andrücken, weil angedrückt wird immer mit der Alulatten. Die Alulatten gibt praktisch die Geradheit an das Aluminiumprofil weiter. Der Druck wird gleichmäßig verteilt. Das Aluminiumprofil wird ganz gerade an die Wand gepresst. Man darf dem Ganzen auch beim Drucken immer ein bisschen Zeit geben, dass der Kleber praktisch ausweichen kann. Ich habe zuerst schon gesagt, der hat eine sehr hohe Viskosität. Vor allem bei der Köden jetzt. Einmal oben, einmal unten. Dann schaue ich mir noch an, ob ich da in etwa an der richtigen Stelle bin. Passt in etwa. Wir können es ein bisschen nach unten schieben. So, das schaut schon mal ganz gut aus. Beilagplattel brauche ich an der Wand jetzt keins. Als nächstes werden wir das Profilstückel uns einmessen. Wir schneiden das wieder vorn etwas schräg an. Und das Stückel hat dann eine Länge von ca. 18,5 cm. Ja, die Leiste ist auf die 18,5 cm abgeschnitten. Der Kleber ist drauf. Und wir kleben die da hin. Bei dem kurzen Stück brauche ich jetzt natürlich keine Alulatten zum Anpressen. Aber ich gebe ihm wieder die Zeit, dass es schön ausweicht da hinten. Wichtig ist auch in dem Fall, wir haben zuerst geredet, dass der Putz da einen Zentimeter überdeckt. Das heißt, dass das Aluprofil da auch einen Zentimeter überdecken muss. Das ist deswegen wichtig, weil der Putzer ja dann kommt und da seine Apuleisten klebt. Die Apuleisten klebt der Putzer immer
bündig mit der Außenkante vom Fenster und das muss sich genau an der Stelle wieder treffen, damit das dann eine saubere Ebene wird. Ja, Lob an den Maurer vom Alex. Die Wände sind relativ gerade. Es gibt jetzt da nur eine Stelle, wo ein bisschen Abweichung ist, das ist so ein Bauch. Wie gesagt, bei größeren Abweichungen haben wir gesagt, verwenden wir ja diese Beilagplattel. Die kann man jetzt entweder an die Wand kleben und dann das Profil drüber, oder man klebt das Plattel einfach da so drauf, streicht es dann hinten noch mal ein bisschen mit Kleber ein. Und klebt das dann mitsamt dem Beilagplattel so an die Wand. Passt. Okay, die meisten Profile sind geklebt. Ich habe mir es angewohnt, dass bevor ich einen Raum verlasse, dass ich den Laser nochmal auf die Profiloberkanten stelle und einfach alles nochmal durchkontrolliere. Da gibt es jetzt so Stellen wie da ist das Profil ein bisschen zu tief und da kann man eigentlich auch die Vorzüge von dem Holzkeil erkennen, dass man das eigentlich perfekt einstellen kann, indem man den Holzkeil so verdreht und gleichzeitig dann das Profil nach oben wandert. Jetzt passt es an der Stelle. Ein weiterer Punkt ist auch, dass ich immer noch mal über die Flucht so drüber schaue. Das heißt, ich nehme mir da die Alulatten, kontrolliere das so. Passt in dem Fall ganz gut. Die vertikale Ausrichtung an ein paar Profilstellen. Man braucht da nicht unbedingt ein Wasserwag dazu, man kann auch einfach schauen, ob man parallel ist zur Wand, dass das Profil praktisch nicht rausgedreht ist. Und ganz wichtig ist bei Vormauerungen oder auch bei so einem Kamin zum Beispiel, dass man den rechten Winkel sich da anschaut. Und das passt auch recht gut in dem Fall. Also der Maurer hat da sauber gearbeitet, er hat den Kamin ganz rechtwinkelig zu der Wand ausgerichtet. Ja, das werden wir jetzt da überall wiederholen, alles nochmal sauber durchkontrollieren und dann sind wir eigentlich fertig. Die gute alte Leberkässemmel, ein fixer Bestandteil der österreichischen Baukulinarik. Wenn es nach mir geht, dann sollte auch die bündige Sockelleiste auf keiner Baustelle fehlen. Ich habe euch heute gezeigt, wie einfach es ist, die bündige Sockelleiste im Ziegelmassivbau zu montieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann tut es mir bitte liken in den sozialen Medien. An dieser Stelle auch der Verweis auf meine Webseite www.sockel-leiste.com. Dort könnt ihr euch weitere Informationen holen oder auch die Montageanleitung downloaden. Wenn ihr ein großes Interesse in euch geweckt habt, dann könnt ihr euch ja gerne ein Musterset bei mir bestellen. Ich hoffe, dass ich bald von euch höre. Euer Franz Ahammer.